Hier sehen wir unseren Sensor. Wie man sieht, ist er sehr klein, wie eine normale elektronische Komponente. 2x2 mm kann in jedes Wearable eingebaut werden. Der kleine Sensor soll in Zukunft davor warnen, dass wir krank werden. Einbauen in einer Uhr oder in einem Patch wird die Körpertemperatur konstant gemessen. Was zuerst für den Spitzensport denkbar wäre, kommt gerade in der jetzigen Zeit eine noch größere Bedeutung über. Ich denke, diese außergewöhnliche Situation hat den Menschen bewusst gemacht, dass das eine wichtige Komponente sein kann. Im Augenblick spüren wir große Nachfrage. Wir wollen einen Beitrag leisten und unterstützen, vor allem auch die Forschung, und stellen deshalb unsere Sensoren gratis für ausgewählte Projekte zur Verfügung. Mit einer konstanten Messung der Körpertemperatur kann eine Krankheit schon vor dem Ausbrechen festgestellt werden. Wir denken oder sind überzeugt, dass das einen großen Beitrag zur Eindämmung oder auch Bekämpfung des Virus leisten kann. Zum Beispiel zum Schutz des medizinischen Personals. Dort ist es sehr wichtig, sicherzustellen, dass niemand, der infiziert ist, weiterarbeitet und damit weiteres medizinisches Personal oder Patienten anstecken kann. Die Temperaturmessung über den Patch oder über die Uhr ist schon als Prototyp und in klinischen Studien unter anderem im Inselspital Bern und Unispital Zürich zum Einsatz gekommen. Es mag sein, dass wir für die augenblickliche Krise oder Welle der Corona-Pandemie zu spät kommen mit einem Produkt. Nichtsdestotrotz müssen wir diese Zeit nutzen, um Messungen zu machen und das ganze Virus besser zu verstehen und den Verlauf. Das ist die Chance. Und die Leute haben Angst vor der sogenannten zweiten Welle. Was passiert, wenn diese Maßnahmen gelockert werden und die Leute wieder beginnen zu reisen? Die Messungen können auch jederzeit über eine App analysiert werden. Für einen flächendeckenden Einsatz des Produkts braucht es aber noch ein bisschen Zeit und Geduld. Dieses Wearable überträgt per Bluetooth diese Daten entweder an ein Handy oder auch von dort kann es in eine Cloud oder eine zentrale Station gepusht werden. Das heißt, es ist durchaus möglich, eine Art Dashboard zu kreieren, wo alles Personal überwacht wird und wo dann Alarm geschlagen wird, sobald jemand Fieber bekommt oder über einer kritischen Temperatur ist. Das Produkt soll schlussendlich nicht nur beim Pflegepersonal oder einer allfälligen zweiten Corona-Welle zum Einsatz kommen, sondern in einem zweiten Schritt bei Risikopatienten auch andere Krankheiten wie zum Beispiel Alzheimer frühzeitig erkennen.